Also im Jahr 2013 habe ich mich sehr stark mit Bitcoin auseinandergesetzt und da habe ich geschaut, wo kann ich Bitcoin kaufen, und da gab es verschiedene Alternativen, Mt. Gox in Japan oder Bitstamp in Slowenien, und in diesem Zeitpunkt waren diese Provider einfach nicht sehr vertrauenswürdig. Dann habe ich geschaut, wo ich lokal Kryptowährungen kaufen kann, und habe Niklas kennengelernt und habe mit Cash von ihm Bitcoins gekauft, und er hat es direkt auf mein Paper Wallet transferiert. Also als ich Niklas kennengelernt habe, wurde ich so begeistert von ihm, weil er sehr eine faszinierende Persönlichkeit ist und sehr stark an Bitcoin geglaubt hat. Und wir haben da fast 2 Stunden lang über Bitcoin und traditionelles Finanzsystem zusammen philosophiert. Bitcoin Swiss war der erste Cryptocurrency-Provider in der Schweiz. Also vor Bitcoin Swiss gab es kein Unternehmen, das sich professionell mit Kryptowährungen auseinandergesetzt hat. Niklas 35, ich 21, André 23 haben zusammen auf kleinstem Raum gewohnt und sind irgendwie jeden Morgen um 8 Uhr früh raus und erst abends spät nach der Arbeit wieder nach Hause gekommen, jeden Tag. Und ich denke noch oft darüber nach, was echt unsere Nachbarn gedacht haben, was die da machen. Es gab schon Meetups, wo sich Leute getroffen haben, vielleicht 5, 10, 15 Leute, die von Kryptowährungen begeistert waren und die das Bitcoin White Paper gelesen haben. Aber da war noch kein Crypto Valley, wie es heutzutage ist. Und auch als ich da zurück an der Uni, zur Uni ging, haben die Leute, ja, was macht er da mit Kryptowährungen? Das ist ja so exotisch, weil an der Universität von St. Gallen ist der normale Track Banking oder Consulting, und ich war dann ein sehr starker Exote mit Bitcoin Swiss. Wir hatten in allen Schweizer Großbanken ein Bankkonto und wir konnten Zahlungen akzeptieren, und wenn ein Kunde Krypto gegen Fiat gewechselt hat, das auch problemlos auszahlen. Und Anfangs 2014 ist Mt. Gox implodiert, der größte Exchange, und die Banken haben sich dann gegen Krypto gewendet, und Bitcoin Swiss hat auch in diesem Verlauf hat dann alle Bankkonten verloren in der Schweiz. Also wir haben dann auf wöchentlicher Basis einen Brief bekommen, dass aus geschäftspolitischen Gründen die Bankbeziehung terminiert wurde. Und das wurde ja, geschäftsbedrohend für uns. Crypto Valley ist wirklich ein Begriff für mich geworden als während den ICO-Tagen. Und dann ist es wie unglaublich gewachsen in kürzester Zeit. Und dann war dieser Begriff vom Crypto Valley hat auch Sinn gemacht, weil man kennt Silicon Valley, alle die vielen Tech-Firmen, und Crypto Valley sind halt die vielen Kryptounternehmen, die in Zug sind. Und für uns war es ein starkes Wachstumsjahr, 2017 und 2018. Von meiner Perspektive gab es schon viele Killer-Apps. Zum einen Kryptowährungen als Store of Value, zum zweiten die ganzen DEXs, wo man ohne Counterparty eine Währung gegen eine andere Währung wechseln kann. Und dann das ganze DeFi-Lending-Landscape, das ist auch mega spannend. Das sind so die 3 großen Killer-Apps, die ich bis jetzt gesehen habe im Krypto-Bereich. Und ich denke, wenn man sich fokussiert, einfach die zu verbessern, wird es schon einen sehr großen Nutzen haben für die Gesellschaft.